Hallo, wollt ihr an einer Parabel ganz einfach den Funktionsterm ablesen können, ohne groß zu rechnen? Dann seid ihr hier richtig. Es geht also darum, dass wir den Graphen einer Parabel gegeben haben und wir wollen dazu die Allgemeinform ax plus bx plus c finden und dazu wollen wir die unbekannten Größen a, b und c rein grafisch bestimmen. Und dazu schauen wir zuerst nach dem y-Achsenabschnitt. Dieser Wert hier, die 2, das ergibt unser c. Als nächstes legen wir in diesen y-Achsenabschnitt eine Tangente an, also eine Gerade, die in diesem Punkt genau die gleiche Steigung hat wie die Funktion selber. Hier muss man ein bisschen aufpassen beim Zeichnen, damit wir hier genau die richtige Steigung einzeichnen. Nun messen wir an dieser Tangente mit einem Steigungsdreieck die Steigung, also ein Kästchen nach rechts, und dann schauen wir, wie viel müssen wir nach unten gehen, um wieder auf die Gerade zu treffen. Dann lesen wir hier ab -1, das ist unser b. Das b ist also die Steigung der Tangente im y-Achsenabschnitt. Fehlt nur noch das a. Dazu gehen wir hier in den Scheitelpunkt und gehen von diesem Scheitelpunkt ein Kästchen nach rechts und dann so weit nach oben, bis wir wieder auf die Funktion treffen. Und dann lesen wir hier ab den Wert 0,5. Das ist unser a. Das ist der Streckfaktor, der gibt an, wie steil diese Parabel hier nach oben verläuft. Je größer dieser Wert ist, desto gestreckter ist die Parabel in y-Richtung. Und damit haben wir unsere drei Werte zusammen. Wir setzen sie in den Ansatz hier oben ein und bekommen die Funktionsgleichung 1/2x² minus x plus 2. Fertig. Cooler Trick, gell? Wir können sogar die Probe machen, ob wir diese Werte richtig bestimmt haben. Nämlich, wenn wir minus b durch 2a teilen, dann müsste die x-Koordinate von unserem Scheitelpunkt rauskommen. Probieren wir das. Wir setzen für b -1 ein, für a 0,5. Tatsächlich, es kommt 1 heraus, ist die x-Koordinate des Scheitelpunkts. Das probieren wir jetzt noch an einem zweiten Beispiel. Wir sehen hier eine Parabel, die ist jetzt nach unten geöffnet und das Besondere, sie ist symmetrisch zur y-Achse. Wir beginnen wieder, indem wir den y-Achsenabschnitt finden, der liegt bei 4. Jetzt legen wir eine Tangente in den y-Achsenabschnitt. Wir sehen, dass diese Tangente jetzt waagrecht verläuft, denn wir befinden uns hier am Scheitelpunkt. Und wie groß ist die Steigung dieser Tangente? Na, die ist 0. Sie verläuft waagrecht. Damit ist unser b gleich 0. Und das können wir uns merken, immer wenn eine Parabel achsensymmetrisch zur y-Achse ist, dann ist dieser Wert b hier gleich 0. f von x ist achsensymmetrisch. Und für das a gehen wir wieder in den Scheitelpunkt, gehen von dort aus ein Kästchen nach rechts und so weit nach oben oder unten, bis wir wieder auf den Graphen treffen. Wir sehen, das ist hier bei -2 der Fall. Also ist a gleich -2. Wir erkennen an dieser Stelle ganz schön, dass dieses a dafür entscheidend ist, ob unsere Parabel nach oben oder nach unten geöffnet ist. Wenn nämlich das a größer als 0 ist, gehen wir hier nach oben, dann ist sie nach oben geöffnet. Ist a kleiner 0, ist die Parabel nach unten geöffnet. Und je größer der Wert ist, desto schlanker wird die Parabel. Deswegen nennt man das a auch den Streckfaktor der Parabel. Nun haben wir alle drei Werte zusammen. Damit bekommen wir unseren Funktionsterm -2x², die ist nach unten geöffnet, hat den y-Achsenabschnitt bei 4 und weil das b fehlt, ist c achsensymmetrisch. So, außer dieser Allgemeinform einer Parabel kennt ihr ja noch andere Formen, zum Beispiel die Linearfaktorform, die so aufgebaut ist: a mal Klammer x minus x1 mal Klammer x minus x2. Auch daran können wir ganz einfach die Funktionsterme erkennen. Diese x1 und x2 sind nämlich nichts anderes als die Nullstellen unserer Parabel. Diese können wir ja ganz einfach ablesen. x1 ist -1, x2 ist 3. Das können wir hier einsetzen. Und dann brauchen wir nur noch das a. Dazu nehmen wir wieder unseren Scheitelpunkt, gehen von dort 1 nach rechts und so weit nach oben, bis wir auf die Parabel treffen. Das sind hier 0,5, also ist a gleich 0,5. Setzen alle drei Werte hier oben ein und bekommen unsere Funktionsgleichung. Wer lieber die Allgemeinform haben möchte anstatt dieser Linearfaktorform, der multipliziert hier einfach aus. Ausmultipliziert bekommen wir hier die Allgemeinform. Cool!
Es gibt noch eine dritte Form, das ist die Scheitelpunktform. Auch die funktioniert prima. Hier sehen wir, das ist die x-Koordinate des Scheitelpunkts, das ist die y-Koordinate des Scheitelpunkts. Den können wir natürlich hier leicht ablesen. Also xs ist gleich 2 und ys ist gleich minus 2. Fehlt noch der Faktor a, den bekommen wir wieder, indem wir vom Scheitelpunkt 1 nach rechts gehen und so weit nach oben, bis wir auf den Graphen treffen, in dem Fall 1,5. Setzen alle Werte in unseren Ansatz hier oben ein, dann sieht er so aus. Wir können ihn noch schön ausmultiplizieren, um in die Allgemeinform zu kommen, und schon haben wir unseren Funktionsterm. Klasse! So, wenn wir nun einen Graphen gegeben haben, welche Form sollten wir denn am besten wählen? Allgemeinform, Linearfaktorform oder Scheitelpunktform? Das hängt einfach davon ab, welche Punkte man am besten ablesen kann. Wenn wir den y-Achsenabschnitt gut ablesen können, dann bekommen wir ja dieses c für die Allgemeinform, dann ist das der günstigste Ansatz. Wenn wir die Nullstellen prima ablesen können, dann wählen wir die Linearfaktorform, weil hier die Nullstellen reinkommen. Und wenn man den Scheitelpunkt gut ablesen kann, dann wählen wir natürlich die Scheitelpunktform, denn hier kommen die Koordinaten vom Scheitelpunkt rein. Jo, super, das war's. Und wenn ihr wissen wollt, wie man sogar den Funktionsterm einer Parabel dritten Grades bestimmen kann, dann schaut euch mein nächstes Video an.